Es hat lange gedauert, aber Skull and Bones ist aus den Tiefen des Meeres hervorgetreten mit neuem Gameplay, neuen Entwicklerinformationen und dazu gibt es heute 10 Dinge, die wir entnommen haben, die ihr unbedingt wissen müsst zu dem kommenden Skull and Bones Game. Ihr könnt euch also heute selber ein Bild davon machen, ob euch dieses Spiel gefallen wird oder nicht. Wenn ihr einen speziellen Punkt sehen möchtet, dann checkt gerne mal die Timeline ab. Da habe ich ein paar Timestamps für euch organisiert. Falls ihr ein Thema nicht interessant findet, wie zum Beispiel die Story, dann könnt ihr das Ganze überspringen. Aber was hat denn Ubisoft uns vor kurzem geliefert? Natürlich die allgemeine Information mit dem Release-Datum gibt es gleich zu Beginn. Am 8. November 2022 in diesem Jahr wird das ganze Spiel erscheinen und wir werden das nur auf den Next-Gen-Konsolen und auf dem PC bekommen. Ja, das heißt, alle Old-Gen-Konsolenspieler, die sind da erstmal außen vor. Das Ganze wird in einer Solo- oder Koop-Kampagne, wollte ich gerade sagen, im Solo-Modus oder im Koop-Modus möglich sein. Crossplay habe ich geprüft, konnte ich bisher noch keine Informationen finden. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn man dann mit seinem Kollegen auf der PlayStation 5 spielen kann und man selbst spielt auf dem PC. Das Ganze spielt natürlich im goldenen Zeitalter der Piraten im 17. Jahrhundert, also zeitgleich auch zu Assassin's Creed Black Flag und es wäre cool, wenn wir dort irgendwelche Easter Eggs finden würden zu Assassin's Creed, das wäre mega. Und wo spielt das Ganze? In einem sehr unverbrauchten Szenario tatsächlich, im Indischen Ozean, das liegt zwischen Afrika und Australien, dieses Meer, falls ihr es nicht kennt. Und wir starten als Schiffbrüchiger und haben zu Beginn ein kleines Schiff, beziehungsweise müssen uns erstmal ein kleines Schiff bauen. Ja, wir können uns unseren eigenen Charakter erstellen und lernen mit dem kleinen Schiff alle Prozesse kennen. Das heißt, das Jagen, das Schießen, das Crew verwalten und arbeiten uns dann eben hoch bis zum richtig dicken Brocken. So wie ich es gesehen habe, wird es wahrscheinlich keine Story-Kampagne geben. Unser Ziel ist es, unseren Ruf zu erhöhen. Wir haben ein rufbasiertes System und mit Aufträgen und Raubzügen können wir diesen erhöhen, um dann der gefürchteste Pirat der Grand Line, ich meine natürlich des Indischen Ozeans, zu sein. Und natürlich wollen wir das größte Schiff im Indischen Ozean haben, die größte Flotte. Wir wollen eben der mächtigste Pirat im Indischen Ozean werden. Der Indische Ozean bietet uns dabei die perfekte Open-World-Plattform mit einer Menge Frische vor allen Dingen, denn dieses Gebiet wurde nicht so oft in aktuellen Spielen verwendet und wir haben die Möglichkeit von Westafrika bis nach Südostasien zu tuckern. Ob das Ganze mit Ladezeiten verbunden ist, weiß ich nicht, aber in diesem Gebiet werden wir uns aufhalten. Außerdem gibt es auf der Hohen See extreme Wetterbedingungen, das wisst ihr vielleicht, wenn ihr mal schon mal Schiff gefahren seid. Verschiedene Stürme, verschiedene Wellen, verschiedene Szenarien, ich bin mir noch gar nicht sicher, vielleicht Nebel, tiefe Wolken, Gewitter, Tornados, da gibt es bestimmt einiges, was uns erwarten wird, aber so genau haben sie uns da noch nicht alles gezeigt im Gameplay. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, von Westafrika bis nach Südostasien werden wir uns bewegen können und dort werden wir natürlich auch klar verschiedene Küstenlandschaften mit verschiedenen Kulturen sehen. Eine Sache, die tatsächlich anders ist als in der Inspiration Black Flag, ist folgendes. Und zwar können wir uns bei jeglichen Aktionen auf dem Schiff nicht frei bewegen, sondern nur mit dem Schiff selbst natürlich frei bewegen. Sei es, wenn wir Festungen plündern, beim Wechsel zum Ausguck oder beim Übernehmen von anderen Schiffen. Das wird immer über Tasten passieren, beziehungsweise über Cutscenes. Wir als einzelne Personen können uns dabei nicht frei auf dem Schiff bewegen. Der einzige Ort, wo wir uns frei bewegen können, ist unser Piratenversteck. Ähnlich wie in Assassin's Creed Valhalla wird es auch ein Siedlungssystem geben mit Gebäuden und hier haben wir einige Rollen, unter anderem einen Tischler, wo wir Aufträge annehmen können, wo wir unser Schiff verbessern können. Wir haben einen Schmied, wo wir sicherlich auch Waffen herstellen können, Munition herstellen können, einen Schiffsbauer an sich und ein weiteres Icon, welches ich entdeckt habe, ist die Küche, wo wir vielleicht Proviant kaufen können oder ähnliches. Dazu gibt es außerhalb dieser Piratenverstecke noch mehr Möglichkeiten, um auf hoher See sich zu schützen oder mal kurz eine Pause zu machen. Und zwar die Outposts wurden hier im Gameplay erwähnt, die kann man entdecken und dann eben als kleines Hub nutzen. Ich kann mir vorstellen, dort gibt es nicht die Möglichkeit wie in der Hauptsiedlung. Wir können nicht nur unser Schiff verbessern, sondern auch unseren Rang. Ich hatte das zu Beginn schon einmal angedeutet, unseren Ruhm. Den wollen wir erhöhen, um dann bessere Aufträge freischalten zu können, um vielleicht auch bessere Waffen kaufen zu können oder sogar die Siedlung zu erweitern. Das hat man noch nicht gesehen. Und den Ruhm kann man über Aufträge erhöhen, wenn man diese durchführt, über Erkundungen auf der freien See oder durch Plünderung von Schiffen oder Festungen auf der freien See im Indischen Ozean. Dynamische Events könnt ihr auch nutzen, die euch nochmal ein bisschen Erfahrung bringen werden
und so habt ihr die Möglichkeit, euren Ruhm zu stärken und der beste und gefürchtetste Pirat im Indischen Ozean zu werden. Hier im Menü sehen wir noch etwas von Captain Tools. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Perks, irgendwelche Eigenschaften, und die Flotte ist hier auch noch nicht bekannt, ob es einfach unsere Garage ist, wo wir die verschiedenen Schiffe auswählen können, oder ob es eine Flotte ist, wo wir noch Personen anheuern können, die für uns arbeiten werden. Das weiß ich noch nicht ganz. Neben dem Rangsystem bekommen wir auch Ressourcen, die wir benötigen, um unser Schiff zu erweitern, eventuell auch um unsere Siedlung zu verbessern. Wir haben bei Plünderungen die Möglichkeit, Gewürze zu plündern oder Kakao zu finden als Ressource. Und gefährliche Tiere wird es natürlich auch geben im Wasser. Nilpferde, Krokodile, Haie. Wir haben im Teaser schon gesehen, ein Hammerhai. Und die bringen uns natürlich auch noch Ressourcen, die wir fürs Crafting verwenden können. Und da sind wir auch schon beim Punkt, es wird ein Crafting-System geben. Ja, ihr könnt verschiedene Ressourcen nutzen, um euer Schiff zu verbessern, um eure Besatzung zu stärken, um die Moral höher zu halten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, und über Blaupausen und die gesammelten Ressourcen kann man dann eben final sein Schiff und seine Ausrüstung verbessern. Ohne die geht es leider nicht. Und mit dem Schiff machen wir gleich weiter, denn zu Beginn werden wir 12 Schiffe haben. Das Ganze wird mit einem Battle Pass dann in der Zukunft erweitert, beziehungsweise mit weiteren kostenlosen Inhalten. Wir haben zum einen ein Cargoschiff, das ist langsam, kann aber extrem viel Ware mit sich führen. Wir haben ein Navigationsschiff, das ist ein sehr wendiges und schnelles Schiff, bietet aber wenig Frachtraum und hat einen schwächeren Rumpf, also quasi ja weniger Lebensenergie, wäre also perfekt für irgendwelche kurzen Überfallmissionen. Und dann einmal ein Feuerkraftschiff, das hat wirklich eine hohe Schadenswirkung, ist wirklich schwer und gut gepanzert, dementsprechend aber auch sehr langsam und schwer zu manövrieren. Dabei könnt ihr euch zu Beginn eurer Abfahrt für mehrere Dinge entscheiden. Natürlich ganz zu Beginn ganz klar, welches Schiff ihr nehmen wollt. Ja, je nach Auftrag kann das ja sich unterscheiden. Ihr könnt die Ladung bestimmen. Ihr könnt also bestimmen, wie viele Rationen an Essen ihr mitnehmt, Munition, wie viel ihr mitnehmt, und die Repair Kits. Ich muss da tatsächlich so ein bisschen an World of Tanks denken. Da kann man vor jeder Runde auch entscheiden, ob man eine Tarnung auf seinem Panzer drauf lässt, ob man spezielle Munition mitnimmt oder ob man ein Repair Kit mitnimmt, um im Falle eines Schadens sich schnell zu reparieren. Ja, natürlich können wir es auch vor Abfahrt reparieren, und wir können es spezialisieren. Was meine ich damit? Natürlich meine ich die Waffen, die wir verschiedenartig positionieren können. Und Attachments bietet es auch noch. Ich denke mal, das sind eher kosmetische Attachments, das heißt eine Galionsfigur, ein Segelmuster. Wir können sogar Möbel, also Furniture steht hier in Englisch, ein Möbel platzieren auf dem Schiff, die Farbe bestimmen und natürlich auch dem Schiff einen Namen geben, die Black Pearl zum Beispiel. Und wenn ihr die Black Pearl für die Abfahrt ausgewählt habt, dann müsst ihr diese auf jeden Fall noch mit speziellen Waffen bestücken. Unter anderem wäre da das griechische Feuer zu nennen. Das kennt ihr sicherlich aus Assassin's Creed Odyssey, dem ersten DLC, und die ist dann auch ähnlich effektiv und auch im Nahbereich nur verwendbar, keine Langdistanzwaffe. Dazu gibt es noch große Ballisten, die wir verwenden können, einen Rocket Launcher, wahrscheinlich angelehnt an die asiatische Kultur, und einen Mörser, womit wir aus der Ferne heraus Schiffe angreifen können. Dazu gibt es dann noch neben den speziellen Waffen Möglichkeiten, um unser Schiff zu schützen. Mit verschiedenen Rüstungstypen, sei es verstärkte Holzplanken, sicherlich auch Eisen- oder Stahlplatten, beziehungsweise Keramik aka Terrakotta-Abdeckungen, um unser Schiff zu schützen. Und das brauchen wir auch alles, denn der Schiffskampf wird der Fokus sein von diesem Spiel. Er ist einfach, er ist leicht, mit viel Action, und dabei stehen uns auch die eben genannten Waffen zur Verfügung, um die Schwachpunkte an feindlichen Schiffen auszumachen und sie final entweder aus der Ferne zu zerstören, das bringt dann weniger Loot, oder per Entern zu übernehmen, und dabei führt ihr leider nicht den Kampf selber, wie in Black Flag, sondern müsst auf eine Sequenz warten, die dann den Sieg eurer Besatzung einleitet und zeigt. Also ähnlich wie in Odyssey, ja, die Schwachstellen finden, die sieht man dann auch, gezielt diese angreifen, und dann kann man den Kampf auf jeden Fall gewinnen. Die Kämpfe finden natürlich in diesem Spiel nicht nur auf der See statt, sondern auch an Land, denn ihr könnt auch Festungen plündern, die überall in der Welt von Skull and Bones verteilt sind. Dabei müsst ihr in einen Bereich gehen, der in der Nähe der Festung ist, und in diesem müsst ihr euch dauerhaft aufhalten, währenddessen eure Besatzung an Land ist und die Festung erobert. Dabei habt ihr mehrere Türme, die ihr zerstören solltet, die diese ganze Festung verteidigen, und währenddessen gibt es auch gewisse Targets, also gewisse Ziele innerhalb dieses Bereiches,
die euch dann spezielle Ressourcen bieten oder die ihr einfach für eine Quest erfüllen müsst. Dabei ist es meistens so, dass ihr irgendwo ranfahren müsst, kurz ein Minigame habt, wo ihr eine Kiste aufmachen müsst zum Beispiel und diese dann öffnen müsst. Und auch hier findet die finale Plünderung der Festung von der Besatzung nur in einer Cutscene statt. Ihr müsst also quasi draußen auf den Tod warten, was ich meiner Meinung nach nicht so cool finde. Man hätte das wirklich so im Assassin's Creed Style lassen können. Die letzte Form des Schiffskampfes ist natürlich der PvP-Modus. Dazu gibt es eigene Server, die ihr betreten könnt, wo ihr euch gleich zu Beginn darauf einlassen könnt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit natürlich nur gegen KI zu spielen. Und dabei könnt ihr euch zumindest auf den PvP-Servern um die Aufträge streiten oder ihr könnt euch gegenseitig streiten und Kämpfe durchführen gegen Menschen. Und der letzte Punkt dreht sich um die kosmetischen Items. Das wäre jetzt eine Überraschung gewesen, gäbe es keine in diesem Ubisoft-Spiel. Denn hier habt ihr die Möglichkeit, für euren eigenen Charakter Hüte, Mäntel auszustatten, Schuhe, verschiedene Variationen. Ihr könnt auch das Schiffsdesign ändern, zum Beispiel das Segel, den Rumpf oder eine Namensplakette könnt ihr euch aussuchen. Das ist natürlich sehr interessant und bietet einen Hinweis darauf, dass es höchstwahrscheinlich Mikrotransaktionen geben wird. Und nach all diesen Punkten hätte ich mal eine Frage an euch. Hat euch dieses Video geholfen, eine Kaufentscheidung für Skull and Bones zu treffen? Wenn ja, würde ich mich definitiv über einen Daumen nach oben auf diesem Video freuen. Sonst, wenn ihr sagt, Skull and Bones feiere ich möchte nichts mehr verpassen, haut hier ein Abo rein auf diesem Kanal mit der Glocke, denn ich mache zum Beispiel als nächstes ein Video zu den verschiedenen Editionen, die ihr kaufen könnt. Und ich sage euch natürlich, welche Edition sich am meisten lohnt. Also, bleibt ihr auf jeden Fall gerne beim Kanal, bleibt dran. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschö mit Ö und ciao mit V.